Und seit wann bist du wieder im Land? Naja, so ein paar Tage. Und dann schaust du erst heute hier vorbei. Du warst nie hier, wenn ich hier war. Entschuldigt, wenn ich unterbreche, aber gibt's hier auch was zu trinken? Ja, keine Panik. Eure Cocktails sind schon in Arbeit. Gibt's was Neues von Heino? Ich glaube nicht, oder? Nichts Besonderes. Es geht ihm aber den Umständen entsprechend. Oh, das klingt mir sehr nach Arzt. In Ausbildung. Kennt ihr euch eigentlich? Ich bin Tom. Nina, Tom ist ein Freund von Nick. Ja, wir haben uns in Nepal kennengelernt. du reist wohl viel in der Weltgeschichte rum. Du auch? Ja, früher, als ich den Laden hier noch nicht hatte. Entweder man hat Zeit und kein Geld, um auf Tour zu gehen, oder man hat Geld, aber keine Zeit. Hast du schon wieder neue Reisepläne? Nee, inzwischen habe ich mich an euch gewöhnt. Oh, wie charmant. So ist er halt, stimmt's? Habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, wie toll du aussiehst? Nein, das sagst du schon eine ganze Weile nicht mehr. Freut mich, dich wieder lächeln zu sehen. War's so schlimm? Hab mir halt Sorgen gemacht. Heinos Absturz. Das war einfach total heftig. Aber Hauptsache ist, er wird jetzt wieder gesund. Wir kommen gleich wieder. Was ist denn jetzt mit denen beiden? Das macht's nicht so spannend. Heinos Auge. Er wird wahrscheinlich damit nicht wieder richtig sehen können. Mist. Ja, mit dem Fliegen war es das dann wohl auch. Er weiß es noch nicht, oder? Nein, es würde ihn vermutlich total runterziehen. Und das will Kathi nicht riskieren. Deshalb. Ja, ich verstehe. Von mir erfährt das nicht. Hallo. Hi. Na? Na, was? Na, ob du was trinken willst? Ja. Verrätst du mir auch was? Egal. Egal, führen wir hier nicht. Dann mach mir eine Cola. Sonst alles klar mit dir? Ja, schon. Aber? Ich weiß auch nicht. Nina, kann ich dich mal was fragen? Klar. Nur zu. Ich hab da einen Freund. Kenn ich den? Nee, der wohnt nicht hier. Das ist ein alter Kumpel von mir. Was ist mit dem? Ich hab mit ihm telefoniert und er war total durch den Wind, weil er weiß einfach nicht mehr, was jetzt Sache ist. Inwiefern? Also er hat einen Bekannten, der ist schwul. Und mein Kumpel, der ist ein totaler Hetero. Und trotzdem haben die beiden sich neulich geküsst. Verstehe. Und dein Freund, sag mal, hat er auch einen Namen? Ja, Matthias. Matthias hat jetzt also Angst, auch schwul zu sein. Ich glaube, das ist es. Also, wenn dein Freund meine Meinung wissen will, seine Angst ist unbegründet. Das heißt, er ist nicht schwul, sondern er ist ganz normal. Nein, das habe ich nicht gesagt. Er braucht nur keine Angst zu haben, selbst wenn dem so wäre. Gleichgeschlechtliche Liebe ist weder eine Behinderung noch eine Krankheit. Ja, ich weiß. Es hat aber auch keinen Sinn, sich da was vorzumachen. Jedenfalls nicht, ohne dabei kaputt zu gehen. Wie war das eigentlich bei dir, als du damals bemerkt hast, dass du auf Frauen stehst? Das war nicht viel anders als bei Matthias. Du wirst nicht eines Morgens wach und denkst, hey Mann, ich bin ja lesbisch. Und wie merkst du es dann? Das ist ganz unterschiedlich. Bei mir war es zum Beispiel total simpel. Obwohl ich auch mal einen Freund hatte. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich nur Frauen liebe. Aber Matthias hat eine Freundin. Er lebt mit ihr zusammen und er liebt sie. Vor ihr hatte er auch nur Freundinnen. Man, er hat sich nie für Männer interessiert. Es gibt Leute, die merken es eben erst später. Toll, und was sind die dann? Hetero oder schwul oder bi? Ist das so wichtig? Hauptsache, du stehst zu deinen Gefühlen. Du kannst doch nicht wegen eines Gefühls all das aufgeben, was dir mal was bedeutet hat. Willst du dich dein Leben lang belügen? Sicher ist der erste Schritt immer der schwerste. Aber du musst ihn machen. Und ich? Wieso ich? Es geht hier um meinen Kumpel Matthias. Ach so. Jetzt ruhig zugeben. Es geht nicht um deinen Freund. Du bist derjenige, welcher.
Es braucht dir nicht peinlich sein, schon gar nicht vor mir. Es ist mir auch gar nicht peinlich. Es ist nur nicht so leicht für Also, mich. es geht um dich und Tom. Ja, ich wollte es dir erst gar nicht sagen. Ich will keine große Sache daraus machen. Was genau ist denn passiert zwischen euch? Ich war total fertig wegen Heinos Absturz. Und Tom hat mich getröstet. Wir haben uns eben geküsst, das war alles. Und jetzt überlegst du, ob du vielleicht schwul sein könntest. Quatsch, ich bin mit Millie zusammen. Du, ich hatte auch schon mal was mit einem Mann. Ja, aber dann hast du dich in eine Frau verliebt. Ich empfinde nichts für Tom. Er ist ein guter Freund, das war's. Uli, wem versuchst du gerade was vorzumachen? Mir oder dir? Was soll das? Willst du mir jetzt einreden, dass ich schwul bin oder was? Du merkst doch selbst, dass sich der Kuss nicht kalt lässt. Warum sonst hättest du dich für mein Coming-out interessiert? Jetzt hör auf zu grübeln. Nina, ich bin einfach total verunsichert, seitdem Tom und ich... Du weißt schon. Nein, ich weiß nichts. Also, seit ihr euch geküsst habt. Ja, nein. Eigentlich schon, seitdem er mir gestanden hat, dass er sich in mich verliebt hat. Er hat es offen zugegeben, obwohl er sich keine Chance ausgerechnet hat? Ganz schön mutig. Wieso? Das ist Erika doch damals auch aufs Brot geschmiert. Oh. Ich habe ihm eine klare Abfuhr erteilt und ich habe so getan, als hätte ich kein Problem damit. Hat sich halt mein Mann in mich verliebt, na und? Das war aber doch ein Problem für dich. Ja, das hat mich fast umgehauen. Ich habe Panik gekriegt, immer wenn er in meiner Nähe war. Weil du gemerkt hast, dass es dir ähnlich geht wie Tom. Wolltest es dir aber nicht eingestehen. Ja. Nein. Ach, keine Ahnung. Ich krieg das einfach nicht mehr zusammen. Ich habe mich immer nur für Frauen interessiert. Bastiane, Millie. Männer waren mir immer egal. Bis jetzt. Und wenn ich mir das alles nur einbilde? Ich meine, Tom ist doch ein netter Typ. Es kann doch sein, dass ich ihn einfach nur so mag und das überinterpretiere. Dass du dir jetzt irgendeine Erklärung zurechtlegst, kann ich ja verstehen. Aber damit kommst du nicht weiter. Toll. Was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Ganz einfach. Aufhören, deine Gefühle für Tom unter den Teppich zu kehren. Ganz einfach? Wie soll ich das denn Millie beibringen? Nina, das geht nicht. Findest du es fair, ihr den treuen, liebenden Freund vorzuspielen, obwohl es in dir ganz anders aussieht? Nein, wenn ich ihr das sage. Ich weiß doch gar nicht, ob ich mehr von Tom will. Dann finde es raus. Das geht aber nur, wenn du ehrlich bist. Zu dir, zu Millie und zu Tom. Mit Millie über dein Gefühlschaos zu reden, war wohl nicht so leicht, was? Ich hab's ihr noch gar nicht erzählt. Ach, Uli. Mann, ich wollte es ihr sagen, aber Tom und Nick sind dazugekommen. Ja, und vor allem hast du dich nicht getraut. Weil du es Millie unter 4 Augen beibringen willst oder weil du Angst vor Nicks Reaktion hast? Eine Mischung aus beidem. Wahrscheinlich ist es überhaupt falsch, drüber zu reden. Du kannst doch deine Gefühle für Tom nicht einfach ignorieren. Vielleicht geht's ja wieder vorbei. Nächste Woche lache ich drüber. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß, es ist hart, aber du musst mit Tom und Millie reden. Wenn ich Millie das sage, da steckt sie nicht einfach so weg, sie liebt mich. Aber wenn du es ihr noch länger verheimlichst und sie kommt von selbst dahinter, was los ist, ist es doch noch viel schlimmer für sie. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Millie hat längst gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Dann wird's ja höchste Zeit. Warum hast du denn gleich mit Millie Schluss gemacht? Hast du mir nicht dazu geraten? Ich habe dir lediglich gesagt, dass du mit Millie reden sollst, damit sie weiß, was in dir vorgeht. Mehr nicht. Falls du glaubst, dass ich mit Millie wegen Tom Schluss gemacht habe, dann täuschst du dich. Und was bitte hast du Millie erzählt? Ja, so wie es ist. Wir haben uns auseinandergelebt. Das klingt aber schwer nach einer Ausrede. Ja, aber wenn es doch so ist. Komisch ist nur der Zusammenhang zwischen Toms Auftauchen und deiner Unzufriedenheit mit eurer Beziehung. Millie und ich, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Du machst dir da was vor, Uli. Natürlich hat deine Trennung von Millie was mit Tom zu tun. Woher willst du das wissen? Kannst du in mich reingucken oder was? Ich sehe doch, wie du momentan drauf bist, seit Tom bei euch eingezogen ist. Sei offen zu Millie und rede mit ihr. Wie soll ich denn offen zu ihr sein, wenn ich selbst nicht weiß, was mit mir los ist? Dann versuch dir darüber klar zu werden. Aber lüg Millie nicht an. Das hat sie nicht verdient. Glaub mir, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste in einer Beziehung. Denk doch an die Geschichte zwischen Arno, Erika und mir.
Man kann jemandem mit der Wahrheit auch verdammt wehtun. Eine Lüge ist immer ein knallharter Vertrauensbruch. Ich belüge Millie nicht. Ich kann wirklich nicht mehr mit ihr zusammen sein. Dann sag ihr, dass du dich wegen Tom getrennt hast. Und schieb nicht irgendwelche fadenscheinigen Erklärungen vor. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Tatsache ist, dass mit Millie Schluss ist, richtig? Ja. Du machst mich noch ganz verrückt mit deinen Ausflüchten. Was ist los? Du hast dich von Millie getrennt? Wie kommst du denn hierher? Ja, durch die Tür? Hätte ich gar nicht kommen sehen. Glücklicherweise. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, dass du Millie verlassen hast. Wieso machst du sowas? Ich meine, ihr wart doch glücklich zusammen. Das sagst du mir? Ich habe dir jedenfalls nicht geraten, dass du sie verlassen sollst. Ihr nervt mich alle. Wieso hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Uli ist momentan ziemlich durcheinander. Hi. Sonst keiner da? Nur meine Wenigkeit. War eine anstrengende Schicht heute. Klar, so eine Trennung steckt man nicht einfach so weg. Bitte. Mich haben mal schon genug Leute zugetextet. Das kann ja sein. Trotzdem würde mich interessieren, warum genau du dich von Millie getrennt hast. Ich gebe einen Handzettel raus, dann habe ich endlich meine Ruhe. Uli, du lebst nur nicht allein auf dieser Welt. Und du lebst nicht allein in dieser WG. Das ist ein großer Fehler. Ständig redet hier jemand rein und glaubt, er weiß es besser. Sei doch froh, dass die Leute sich für dich interessieren. Also, warum? Das habe ich doch schon erzählt. Ja, aber nicht mir. Du und Millie, ihr wart doch glücklich zusammen. Ich war sogar eifersüchtig, Ja, das habe ich gemerkt. bis du mich geküsst hast. Das war ein Ausrutscher. Warum regst du dich dann so auf? Weil du mir wahrscheinlich gleich einreden willst, dass ich deshalb mit Millie Schluss gemacht habe. Ist es nicht so? Nein! Uli, jetzt mach dir doch nichts vor. Du empfindest doch auch viel für mich. Du liebst mich. Uli, gib's zu. Ach, das ist doch Quatsch. Du bist ein guter Freund, ein Kumpel und mehr nicht. Küsst du alle deine Kumpels? Wenn ich mit jeder Frau was hätte, die ich geküsst habe... Ich bin aber keine Frau. Wann kapierst du das endlich, Tom? Heinos Unfall. Ich war total fertig und du warst da. Und zum Dank hast du mich geküsst. Genau. Und weil du mir geholfen hast, nicht weil ich in dich... Verliebt habe? Wieso kannst du es nicht aussprechen? Warum soll ich denn was sagen, was nicht so ist? Wieso machst du dir was vor? Versuch mir nicht einzureden, dass ich in dich verliebt bin. Ich bin nicht in dich verliebt. Ich liebe dich auch. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich warte nur auf meine Mutter. Hallo? Ja, ich komme. Tja, die Pflicht ruft. Schon okay. Hi. Hey, Du siehst nicht so aus, als sei Uli wieder zur Vernunft gekommen. er bleibt einfach bei seiner Behauptung, wir hätten uns auseinandergelebt. Aber das stimmt einfach nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er meinte, ich hätte keine Ahnung, weil ich so lange in Asien war. Wenn ich nur wüsste, was mit ihm los ist. Gab es denn wirklich in letzter Zeit keine Probleme zwischen euch? Nein. Irgendwelche Kleinigkeiten? Naja, anfangs waren wir wegen Tom unterschiedlicher Meinung, aber das ist längst geklärt. Uli hat sich total mit ihm angefreundet. Weiß ich auch nicht. Eigentlich gibt es nur eine Erklärung. Er hat eine andere. Uli? Nee, das glaube ich nicht. Aber es muss doch einen Grund geben. Ich komme nur Millie. Hat sie mir schon gesagt. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wie war's denn? Lass uns lieber ein andermal darüber sprechen. Was gibt's denn so Dringendes? Uli hat mit mir Schluss gemacht. Vielleicht hätte ich Uli nicht so sehr betütteln dürfen. Hat er sich drüber beschwert? Nein, überhaupt nicht. Er hat es immer gemocht, wenn ich mich um ihn gekümmert habe. Dann kann es ja das nicht sein.
Oder er fühlt sich unter Druck gesetzt, weil ich ihn angemeckert habe, dass er zu viel arbeitet. Das wäre möglich. Ja, aber das kann er mir doch sagen. Vielleicht hat er gedacht, du kommst von alleine drauf. Das ist trotzdem noch lange kein Grund, mich einfach so abzuschieben. Hat er dir denn nie auf irgendeine Weise signalisiert, dass er unglücklich ist oder unzufrieden? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht Tom oder Nick? Die beiden sind genauso ratlos wie ich. Na dann, da gibt's nur die Möglichkeit, Uli traut sich nicht, dir die Wahrheit zu sagen. Ja, aber warum? Wir waren doch immer ehrlich zueinander. Vielleicht sollte ich ihn einfach vergessen. Liebst du ihn denn nicht mehr? Doch. Dann gib nicht so schnell auf. Sag ihm einfach, dass du ihn nicht verlieren willst. Was hätte ich Millie denn deiner Meinung nach sagen sollen? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Dass wir uns geküsst haben? Das wäre ein Anfang. Das hätte Millie aber nicht verstanden. Du musst dir deine Situation klar machen. Dass du Zeit brauchst, um mit der ganzen Sache klarzukommen. Mann, wie sich diese Psycho-Kacke schon wieder anhört. Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist auch nicht besser. Und außerdem ist es nur die halbe Wahrheit. Ich weiß. Was weißt du? Ich... Ja? Du hattest recht. Das ist mir inzwischen klar geworden. Zwischen uns, das ist wohl doch mehr als nur eine Freundschaft. Seit unserem Kuss, ich habe totale Sehnsucht nach dir. Du weißt, was du da gerade gesagt hast? Nur wie soll ich das Millie erklären? Uns fällt schon was ein. Und wenn ich Millie einen Brief schreibe? Also ich möchte sowas nicht aus dem Brief erfahren. Stimmt, ich auch nicht. Du schaffst das schon. Was ist, wenn Millie mir nicht zuhört oder mir nicht glaubt? Holst du mich? Zumal ich eine Erklärung schuldig bin. Dich trifft wirklich keine Schuld. Millie vertraut mir. Und was mache ich? Ich verliebe mich ausgerechnet in ihren Freund. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir das zusammen hinkriegen. Bestimmt. Ich